Also der erste Tag und der zweite Tag sind sicher easy peasy. Weil zum einen, sie sind ganz flach und natürlich, es ist am Anfang. Wir sind noch voller Begeisterung dabei, wir sind am Filmen, wir haben voll Spass. Es ist so befriedigend, dass es dran ist. Aber ich habe gestern schon gedrüllt, aber Schiss gehabt, dass es irgendwie vom Murks will. Ich habe mir so gedacht, es kann ja nicht sein. Also wie man sieht, eine Schraube ist so locker gesehen, dass sie davor ist. Ich weiss nicht, wie hätte ich da überhaupt raus können? Wie ist die da raus? Hä? Ja, okay. Und somit habe ich jetzt zum Glück eine Schraube weg können drüllen. Also dann, das Zelt ist leer, können wir abbauen. Und dann würde ich sagen, Abfahrt. Die letzten 12 Stunden sind katastrophal gewesen. Die letzten 12 Stunden würde ich nie mehr so haben. Was? Nein, das Schlafen ist gegangen. Ja, nicht nur Schlafen, aber ich meine, alles was am Obig. Ich bin nie mehr so ein Obig-Typ wie gestern. Es ist zu katastrophal gewesen, der Obig gestern. Mit dem Morgen ist einigermaßen gegangen, aber ja. Du warst auch ein bisschen viel gestern. Vor allem, wenn man irgendwo an der Laden wieder auf das Kaffee geht, ich will einen Kaffee. Okay, ja, das können wir sicher. Kommen wir zum heutigen Hauptthema, unsere Sachen, die wir dabei haben, packen und so. Ich persönlich habe eigentlich schon sehr viel, was so Velofahren Ausrüstung angeht. Also ich habe hier Vordertasche, das haben wir beide. Das haben wir dann im Decathlon in Deutschland haben wir das noch eingekauft. Ich bin jetzt gerade mit dem Valentin hier nach Lörrach gefahren mit dem Velo. Und wir haben ein paar Einkäufe getätigt. Zuerst sind wir im Decathlon gesehen. Jeder von uns hat so eine Tasche gekauft. So auf das Velo durch. Also gerade so für die Velotour ist es gut, wenn wir hier können, Powerbank und Kameras und so drin tun. Ja. Ja, ist sicher praktisch Ja. jetzt hier. Kann man gut alles Zeugs drinlegen. Ja. Das ist sicher gut. Ja, jetzt haben wir gerade unsere Köpfe zusammengestellt. Ah, okay. Ja, zum Beispiel kann man jetzt dort, wenn man während der Fahrt snacken will. Kann man sich da seine zensierten süßen Sachen drin tun? Ja, was ich auch gekauft habe, ist für mich so eine Matte. Das ist sehr kompakt. So etwas fehlt dann in der Ausrüstung und das ist jetzt schön. Ja, das sind unsere Einkäufe. Jetzt geht's los nach Bunde! Let's go, Babu! Oh mein Gott! Dann hinten sind wir angepackt. Rechts, links jeweils eine Tasche. Und oben dran habe ich jetzt hier das Zelt und meinen Schlafsack. Und der Valentin hat dort einfach noch seinen Schlafsack drauf. Dann ja, halt 2 Flaschen. Zusätzlich auch noch eine halb-Liter Flasche beim Valentin auch noch hinten drin. Man weiß nie, wenn der nächste Wasserauffüllort kommt. Also, liebe Freunde, wir sind hier irgendwo in Frankreich, respektive im Bas-Rhin. Es sind etwa 25 Kilometer bis zur Landesgrenze nach Lauterburg. Ihr seht, super Landschaft. Und hier ist der Rand. Hey! Achtung! Und? Ja, wir hören hier ein bisschen Musik. Geht Energie. Heute jetzt momentan muss ich sagen, sehr angenehm. Und ich weiss, dass es gestern um die Zeit auch angenehm war. Der richtige Scheiß gestern ist erst so gegen Nachmittag oben gekommen. Also ich sage nicht, dass es nochmal passieren wird, aber ich sage jetzt nicht, heute ist der gute Tag. Weil er ist noch nicht zu Ende. Ja, aber bis jetzt ist es reibungslos. Bis jetzt ist alles perfekt. Ja. Wir sind beim Leclerc, haben wieder einen Stopp gemacht. Valentin holt uns das zum Mittag. Und ich habe wieder mal etwas kaputt gemacht. Es geht eins nach dem anderen weiter. Also das Problem ist jetzt ist gravierend. Das habe ich bei der auch kaputt gemacht. Das habe ich gestern nicht gezeigt. Sie weichen von der Route ab seit 60 Metern. Ja, danke. Ist gut. Also, ja, geil. Jetzt müssen wir mal schauen, was Valentin jetzt noch nicht gesagt, weil er ist gerade ganz schwer dann passiert. Also, ich bin draufgefahren und ich bin mit dem Knie halt dran gekommen und dann ist es am Boden gefallen. Dann habe ich gedacht, okay, mach es wieder drauf. Das Problem ist jetzt hier, das ist abgelöst. Das heisst, ich kann es jetzt, also, wenn ich es so drauf mache, kann ich es wieder wegnehmen. Ja, also geil. Ich schaue jetzt nachher, ob es das hat und wenn es es nicht hat, dann haben wir kein Abi mehr.
respektive mit dem Losen. Das ist genial, was alles passiert. Es ist so ein guter Tag bis jetzt. Es ist wirklich genial bis jetzt. Und wenn ich merke, jedes Mal, wenn wir eine Pause machen, komme ich arschkalt. Das mir geht es auch. Kein Problem. Ich schwitze so. Ich bin 10 Minuten im Lager. Der Schweiß wird aufgehalten, oder? Also hier von der Radwerke und da kühlt es jetzt ab. Und dann muss ich wieder 5 bis 10 Minuten fahren und dann habe ich wieder warm. Valentin ist der beste Mensch auf der Welt. Wow, oha, Junge. Er hat Gummis mitgenommen. Ja. Also mein Handy ist mal provisorisch für 6 Tage. Wie man das auch provisorisch kann nennen. Montiert. Also, wir sind ja keine Abergläubische, aber wir sagen jetzt einmal, lieber Babu Wettergott, macht das, wenn wir in einer Viertelstunde losfahren, dass es aufhört zu regnen. Okay. Challenge Tag 2. Was ist eigentlich die Challenge? Was haben sich die Challenge-Beauftragten ausgedacht? Ich fühle mich gerade wirklich wie bei Seven vs. Wild. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oh Gott, das tönt schon mal dramatisch. Jetzt will wir irgendeinen verarschen oder so. Heute fahrt ihr gegen Ende eurer Etappe an vielen Gewässern vorbei. Dadurch diese Challenge. Okay. Sucht euch eine geeignete Stelle und grabt ein knietiefes Loch am Strand. Das heißt, ihr müsst mindestens bis zu den Knien darin Platz haben. Nein! Ihr dürft kreativ sein, was die Hilfsmittel angeht. Allerdings ist es nicht erlaubt, eine Schaufel zu benutzen. Oh, die muss mal Pediküre noch an. Gott! Wenn ihr das geschafft habt, seid ihr jedoch noch nicht ganz fertig. Fuck! Oh! Macht ein cooles, lustiges Selfie mit euch beiden und der Sonnenbrille. Bitte schüttet nach dem Foto das Loch wieder zu. Nein, ganz wichtig. Und verdecken es, damit ja einer reingeht. Material Sonnenbrille. Welche Strand? Fahren wir an den Strand? Ja, in Speyer können wir es sicher machen. Dort hat es einen Strand, das weiss ich. Okay. Bin ich im Sommer gesehen. Geil! Geil! Also, ab die Post! Gut. Dann habe ich mir noch einen Schlafsack zugetan. Ich bin einkaufen heute. Ja, ich kann wieder mal Geld ausgeben. Ich hatte zwar einen bis 15 Grad und meine Mutter hat mir einen bis 10 Grad geben, aber ich habe auf Safe gehen. Letzten Sommer sind wir in der Ferien gesehen, im Campingplatz und ich habe glaube mit einem 15 Grad Schlafsack sind draussen, glaube 15 oder 13 Grad gesehen. Ich habe gefroren. Und das setzt bei 0 Grad heben. Und für mich ist einfach wichtig bei dieser Velotour, ich brauche Schlaf. Am Tag brauche ich die Energie. Also wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, dann ist für mich die Tour gelaufen. Ja, und dann musste es dazu kommen, dass ich noch Handschuhe gekauft habe. Und dann gesehen habe, das wäre irgendwie auch noch sinnvoll, so ein wasserabweisendes etwas für über die Handschuhe. Weil es ist halt schon unangenehm, wenn die dann nass sind und so. Sprich, ich habe dann wieder kalt. So eine Sache, die ich zum Beispiel schon hatte, was der Miguel nicht hatte, ist zum Beispiel zum einen der Gepäckträger auf meinem Velo und zum anderen die wasserdichten Taschen. Darum musste ich den auch noch besorgen. Den habe ich aber zum Glück von meinem Vater bekommen. Den haben wir dann auch aufgetan. Also ein grosses Dankeschön an meinen Vater da, der auch grundsätzlich bei der Velo-Wartung und alles noch sehr viel mitgeholfen hat, alles neu einzustellen, alles richtig zu machen. Auch dort hat er mir noch einen geilen Sattel gegeben, der sich so mit der Zeit anpasst und mir, denke ich, auch einige Hintern, wenn man so sagen darf, Schmerzen verhindern wird. In meiner einen Tasche habe ich meine Kleider, ich habe den Laptop, ich habe ein Mäppchen mit den Dokumenten, die wir brauchen, ich habe Regenjacke und so weiter da drin. Und in der anderen Tasche habe ich Kochgeschirr, Essen, vor allem Haferflocken, weil wir haben uns dazu entschieden, uns von Porridge zu ernähren, zumindest am Morgen. Es ist so wunderschön, Leute. Also, abgesehen vom Regen und von dem braunen Wasser, aber trotzdem, weißt, wenn man so schaut, die Landschaft, auch ich meine, was ganz herzig ist, ist das Dächlein dort unten. Jetzt fahren wir, glaube ich, so 20 Kilometer so, Weniger. So etwas um die 15 Kilometer bis zur deutsch-französischen Grenze. Und dann verlassen wir Frankreich.
Ja, und das war's dann für diese Tour. Mit Und dann Frankreich. kommen wir ins eigentliche Land. Ja, aber dann bleiben wir in Deutschland. Da gibt es dann keine Abstecher mehr in ein anderes Land. Ja. Ja, dann halte ich wieder mal das Velo. So eine Sache mit dem Navigieren. Demnächst noch 300 Metern lang links abbiegen. Das Navi hat gesagt, wir sollen links abbiegen. Ich habe aber nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, dass wir links abbiegen müssen. Aber es war dort hinten gewesen. Schlussendlich ist dann aber doch alles gut gekommen. Also, ja, haben dann den Weg gefunden, nach ein bisschen umherirren. Okay, wir sind hier Landesgrenze Deutschland-Frankreich, genau durch den Fluss. Man hört häufig, dass scheinbar die Velosteuerinfrastruktur in Frankreich nicht gut sein sollte und dass die Autofahrer rowdy sein. Nach unserer jetzt knapp zweitägigen Fahrt durch Frankreich können wir glaube ich sagen, nein, das ist nicht der Fall. Die Franzosen sind Menschen, ja, wer das denkt. Sie schauen auf die anderen, sogar wenn man im Velo am Zebrastreifen steht und manchmal an Orten, was keinen Zebrastreifen hat, halten sie an. Und die Infrastruktur ist super, die Ausschilderung auch. Also echt, scheut euch nicht, durch Frankreich zu fahren, beziehungsweise durch das Elsass. Wie es natürlich in anderen Regionen von Frankreich aussieht, man weiß es nicht. Aber Elsass, macht's! Ich müsste echt dringend mal ein Schlöfchen machen, weil sonst streichen sie oben durch, wenn wir ankommen. Aber die Zeit drängt im Fall schon extrem. Wenn du überlegst, wir haben erst 72 Kilometer gemacht von 130. Das sind 50 Kilometer. Das sind reine Fahrzeit 2,5 Stunden. Ja. Alter. Ja. Was ist jetzt 3? Ja. Halb 6, 7? Du bist der, der genervt ist, wenn er Sport kommt. Für mich ist es nicht so. Eben nein, ich möchte am 6 dort sein, aber Das ist nicht mehr möglich. Wenn wir in Speyer noch das Challenge machen und so, das wird Sydney. Das wir nicht sehen. ja, und das regt mich auf, es wird später. Das regt mich richtig auf, das macht mich wieder jetzt oben richtig unangenehme Stimmung. Einfach, ich würde eigentlich gerne das mit Speyer auslassen, weil ich möchte rechtzeitig Ja, aber chillen. das ist eines meiner Lieblingsziele. Ja, und so entsteht da ein bisschen Konflikt. Und, Nein, wir haben noch keinen Konflikt gehabt. Wir sind uns noch nie auf den Sack gegangen, wirklich. ja, aber so fängt es an halt. Das, ja. Ja. Weißt, ich gönn's dir. Es ist halt einfach... Ich will das Speyer ist ein Ziel. Das ist wirklich das ist ein Ziel von mir. Ja. Und auch wenn es nur 10 Minuten sind. Ja, ja. Aber ich habe eben Angst, dass wenn wir sagen nur 10 Minuten, dann wird es trotzdem 45. Und wenn es so ist, dann müssen wir morgen um 5 Uhr stehen. Das geht nicht. Ich will nicht immer erst so spät. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es Oh, arme Miguel. Ja, genau. Nein, ist schon gut. Boah. Der Valentin hat mich so hassig gemacht dort. Oh, arme Miguel. Wir würden gerne Speyer noch anhören, wir würden gerne Essen einkaufen. Und dann eine Challenge, oder? Ah, das wird top. Das wird natürlich klar. Ja, musst du schauen, was bockst du? Nein. Wieso nicht? Kein geiles Durchlaufen-Roaming, wenn ich nicht. Doch. Aber es fühlt sich beschissen anstrengend an. Es geht darum, dass du daran denkst. Entschuldigung, ich will keinen Stress Und mit dir. ich bin jetzt bald beim Grundwasser. Wir können gerade nur am Faktor Schlaf an Zeit sparen, sonst können wir nicht sparen.